Ja, herzlich willkommen zu unserem Video von Mug Rides. Ich weiß, es sieht jetzt noch gar nicht so nach Mug Rides aus, aber es ist ein großes Stück Mug Rides Geschichte, denn wir sind im Haus von Franz Mug und hier neben mir haben wir noch einen Special Guest. Magst du dich einmal selber vorstellen? Sehr gerne. Hallo, ich bin der Maximilian Röser, ich bin Marketingleiter bei Mug Rides, mittlerweile seit 14 Jahren. Komme selber aus der Fanszene, also bin selber aktiver Achterbahn-Fan und habe das Glück, in dieser verdammt lustigen Industrie zu arbeiten. Ja, super. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut und ja, hier in den geschichtsträchtigen Hallen zu stehen, in diesem Haus, ist schon was sehr Besonderes für uns. Wir freuen uns wirklich. Und ja, damit es auch für euch interessant ist, dachten wir, wir erzählen euch immer ein bisschen was zur Geschichte von Mug Rides, denn ja, es ist halt ein Traditionsunternehmen und immer noch ein Familienunternehmen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen einführen, nochmal in so die grobe Geschichte von Mug Rides? Das Ganze hat 1780 begonnen. Wir haben oben eine Weltkugel, da steht 1791. Das stimmt nicht ganz so. Es war 1780, als Paul Mug damals Rohre hergestellt hat. Und zwar Rohre für hier Waldkirch Wasserversorgung hauptsächlich, die aber dann auch langsam exportiert wurden in andere Städte. Und er hat angefangen, Wagen zu bauen. So kleine Bollerwägen, Kutschen, wirklich sehr simple Sachen, um den Transport von Material aus dem Schwarzwald herzustellen. Hat sich dann weiterentwickelt im Kutschenbau, war sehr, sehr aktiv beim Bau von Kutschen für Personen, Postkutschen, wie sie damals eben gang und gäbe waren, um Fernverkehr darzustellen. Und mit den Kutschen kamen dann irgendwann mal auch die Schausteller, weil natürlich mussten die Schausteller von A nach B reisen und dementsprechend haben wir dann dafür gesorgt, dass eben sie komfortabel und luxuriös reisen können, waren sehr, sehr lange Wohnwagenhersteller auch und wurden in den frühen 1900er Jahren gefragt, ob wir nicht auch Karussellpferde herstellen können. Konnten wir. Haben dann eben Ausstattung für die Kirmes gebaut und nach ging es dann vom Rundfahrgeschäft zu solchen Sachen wie Calypso, hier ein bisschen Wilde Maus, kennt man sicherlich von der einen oder anderen Kirmes, bis dann zu den großen Achterbahnen. Und mittlerweile haben wir uns aus dem Gebiet verabschiedet von transportablen Fahrgeschäften. Wir machen nur noch stationäre Fahrgeschäfte, also wirklich große Vergnügungsparks sind unsere Kunden und gehen jetzt immer mehr in die digitale Welt tatsächlich und versuchen uns dort neue Geschäftsfelder zu erschließen. Zentrales Element hier in dem Büro ist natürlich der große Zeichentisch, an dem Franz Mug noch jahrelang tatsächlich gearbeitet hat. Wir haben ein paar alte Zeichnungen, natürlich sind es nicht die Zeichnungen, die zu dem Zeitpunkt wirklich hier waren, sondern wir haben ein paar hierher gepackt, um mal ein bisschen einen Eindruck zu verleihen, was damals Stand der Technik war. Also wenn man hier ein bisschen sieht, die Leute haben tatsächlich angefangen zu radieren oder haben Sachen ausgeschnitten und wieder eingefügt. Heute ist alles im Computer, alles CAD-Zeichnung, 3D-Visualisierung. Solche Pläne gibt es bei uns gar nicht mehr. Wir haben alle alten Pläne, die wir gehabt haben, von den alten Fahrgeschäften, haben wir genommen, haben sie digitalisiert. Die sind bei uns im Archiv aber auch noch. Und wenn wir hier unten mal reinschauen, haben wir tatsächlich auch noch alte Zeichnungen von Parks, vom Europapark, von der Kugel, also hier Eurosat-Kugeldekoration, so die ersten Anfänge für die ganzen Anlagen, die sind halt tatsächlich hier in diesem Büro entstanden und nicht damals in Rust oder so, sondern das war alles hier bei uns beheimatet. Hatte auch zu dem Zeitpunkt, wo er noch hier gelebt hat, sehr viel mit dem Hotel Colosseo zu tun. Sprich, das Hotel Colosseo war gerade so in der Entstehungsgeschichte und sämtliche Pläne von Hotelzimmern, von Klimaanlagen, von Restaurants, die sind alle hier noch als Zeichnung tatsächlich vorhanden. Das ist ziemlich beeindruckend, was wir hier so zur Verfügung haben. Und damals war es wirklich Bleistift, Radiergummi, Lineal, Zirkel. Das waren die Handwerkssachen, die jemand gebraucht hat, der eben im Maschinenbau tätig war. Und heutzutage ist es CAD, Inventor und wie die ganzen anderen Programme, die wir noch nutzen, heißen, die sind momentan Stand der Technik und das ist schon ein extremer Sprung, der uns hier in diesem Haus auch immer wieder zu Gesicht geführt werden. Umso beeindruckender ist natürlich dann zu sehen, dass wir so Anlagen wie die Eurosat damals schon gebaut haben, also
diese Unterschiedlichkeit könnte nicht größer sein. Das haben wir besonders gemerkt, wo wir die Eurosat jetzt neu gemacht haben. Da wurde wirklich jeder Schienenmeter gebogen, von Hand eingepasst und jetzt mittlerweile müssen wir mit Laserscan das Ganze ausmessen, damit wir die Achterbahn da wieder in die Kugel reinbekommen. Das ist schon extrem spannend. Ein paar Bilder noch an der Wand. Natürlich Franz mit seinem wirklich Baby, der Eurosat. Hier noch ein Bild von der Bobbahn. Tatsächlich so nicht mehr zu sehen, weil hier fehlt das ganze Schweizer Dorf, das hier noch eingebaut worden ist. Super spannendes Bild, finde ich, wie die Familie von Roland Mack bei Disney World im Urlaub verweilt und hier eben auch als Bild verewigt ist im Büro von Franz. Und dann haben wir eben Projekte wie die Eurosat, die Pyramide, das sind Sachen, da gehen eigentlich jedem Europapark-Fan so ein bisschen ins Herz auf, wenn wir hier sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Im Wohnzimmer von Franz Mack und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was in diesem Haus damals so alles passiert ist, was für Geschäfte hier gemacht wurden. Also es ist jetzt gerade wieder Freiburger Messe und tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt schon so, ist jetzt auch noch so, die Schausteller kommen zu uns nach Waldkirch. Damals gab es noch nicht das große Empfangsgebäude vorne, sondern wurde halt hier bei der Familie gefespert, gefrühstückt zusammen mit den Schaustellern und halt auch über neue Projekte, neue Verträge gesprochen. Und Verträge gab es eigentlich auch in dem Sinn gar nicht. Das war alles Handschlag, da wurde was abgemacht und dann hat das Wort gezählt. Und diese Geschäfte sind in diesem Haus eben auch vonstatten gegangen. Das war alles hier bei uns direkt sehr zentral und sehr familiär tatsächlich. Und jetzt, wir sehen es ja schon, da ist ein großer Konferenztisch. Jetzt nutzen wir es hauptsächlich für Kunden, wenn sie aus China kommen oder große Delegationen aus den USA. Dann haben wir hier so ein bisschen Rückzugsort zum Hauptgeschäftsbereich und hier kann man sich in Ruhe dann über Verträge und so weiter unterhalten. Und wie funktioniert das dann heutzutage? Früher war es Handschlag und wie funktioniert das heute, wenn jetzt ein Park sagt, oh, wir möchten eine Achterbahn, wie entscheidet man sich dann für Mack und wie kommt es am Ende dann dazu, dass man einen Vertrag abschließt? Also tatsächlich ist es so, wir bekommen erstmal eine E-Mail, da ist dann ein RFP, also ein Request for Proposal, eine Anfrage für einen Vorschlag für eine Attraktion drin. Da geben die Designer ein bisschen vor, was sie haben wollen. Also die wissen schon ungefähr, sie wollen eine Achterbahn haben, sie wollen Einzelfahrzeuge haben, sie wollen ein Space-Thema haben oder so. Also da so einen groben Ausschnitt kriegen wir schon immer. Und anhand dessen müssen dann unsere Layout-Designer anfangen, die Achterbahn aus dem Nichts zu erschaffen. Die haben vielleicht eine gewisse Fläche vorgegeben und dann fangen sie an, tatsächlich was zu planen. Wenn wir das haben, dann packen wir dieses Proposal zusammen. Das geht natürlich an den Controller, der macht einen guten Preis. Das geht an die Layout-Abteilung, die generiert die Bahn in 3D. Das Ganze geht an mich, damit ich es ein bisschen hübsch aufbereite. Der eine oder andere kennt ja solche No-Limits-Videos. Mittlerweile arbeiten wir nicht mehr mit No-Limits, sondern mit Unity. Also schon richtig, wir bauen die Achterbahn in Unity nach und können dann mit der Achterbahn da rumfahren. Dann wird das Ganze zusammengepackt, an den Kunden geschickt und dann fangen eben die Abwägungen an. Also der Kunde kriegt dann wahrscheinlich von den ganzen anderen Herstellern immer das gleiche Dokument zur Verfügung gestellt. Dann macht man die Preistabelle auf, vergleicht die Preise und vergleicht eben, was der Lieferant dann eben besser oder schlechter kann und dann wird nachverhandelt und im besten Falle kriegen wir einen Auftrag. Okay, also es ist schon sehr viel Arbeit, bevor man überhaupt einen Verkauf sozusagen und zwar Jahre, also Jahre im Voraus. Da sprechen wir von gut 3-4 Jahren, bevor überhaupt mal wirklich angefangen wird mit irgendeine Stütze zu stellen oder so, fangen wir hier schon mit dem Vertrag an. Ja. Okay, und was passiert dann, wenn es zu dem
hoffentlich ein Vertragsabschluss kommt, wo geht es dann weiter? Also es geht bestimmt nicht direkt zum Schweißen. Nee, unsere Schweißer haben dann erstmal nichts direkt zu tun, sondern wir fangen mit den Kommissionseröffnungen an. Also da ist dann so, unser Vertrieb übergibt dieses Projekt dann an unsere Arbeitsvorbereitung und die fängt dann an, langsam einzuplanen, wann produzieren wir die Schiene, was kaufen wir für Außenteile ein, also was geht zu Drittlieferanten raus, was können wir in-house fertigen, wann wird lackiert und so weiter und so fort. Und wenn die Terminpläne stehen, dann können so langsam die Konstrukteure anfangen zu zeichnen. Dann können auch unsere Einkäufer anfangen, die ganzen kleinen Teile zu kaufen, die wir eben nicht selber produzieren. Und so baut sich dann das Projekt bis zum Schluss hin auf. Okay. Und dann geht's ab in die Fertigung. Genau, und dann geht es ab in die Fertigung. Also immer wenn ein Zeichnungssatz fertig ist, wird der vom Konstrukteur freigegeben, geht dann runter in die Fertigung, dann fangen unsere CNC-Fräser an, die Grobteile schon mal herauszufräsen. Dann gehen sie weiter in die Schweißerei, dort wird dann der Sitz zum Beispiel zusammengeschweißt. Parallel kommen die Schienenrohre natürlich von unserem Einkauf hier eingeliefert, dann werden sie gebogen und gehen dann so langsam in die Schienenfertigung rein. Alles so, dass es eben in Just-in-Time irgendwie geliefert wird auf die Baustelle und dass wir dann zu dem Projektzeitpunkt auch die Sachen vor Ort haben. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal gucken, wie das Ganze aussieht. Gehen wir mal da draußen ein bisschen was anschauen. Genau. Jetzt sind wir bei uns im Haupteingang, klingt größer als er ist. Wir haben tatsächlich eine alte Eurosat-Schäse hier zu uns herstellen können, aber wir sind natürlich nicht da, um irgendwelche Nostalgie-Dinge hier als Museum anzugucken, sondern ich will hier mal ein bisschen was zeigen, was wir oben noch in den Konstruktionsbüros haben und danach gehen wir mal in die Produktion und schauen, wie so eine Achterbahn tatsächlich entsteht. Sehr gerne. Alles klar, kommen wir mit. So, jetzt stehen wir bei uns in der Konstruktionsabteilung. Wir haben hier sehr viele Konstrukteure, sehr viele Schreibtische, die alle vor dem Computer sitzen, anders als beim Franz Mack in seinem Büro, wo wir vorhin den Zeichentisch gesehen haben. Und hier werden eben sämtliche Bauteile für unsere Achterbahn und für die gesamten Fahrgeschäfte gezeichnet, kontrolliert und dann natürlich auch irgendwann mal freigegeben, damit wir sie auch produzieren können und wieder fertig machen. Ja, jetzt sind wir in der Produktion. Das ist für uns schon sehr interessant, alles zu sehen, aber kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was jetzt genau hier gemacht wird von den Produktionsprozessen her? Die Halle hinter uns war eigentlich unsere Endmontage. Die haben wir jetzt ausgelagert nach Herbolzheim, da werden die ganzen Fahrzeuge endmontiert. In der Halle haben mittlerweile 7 CNC-Fräsen Einzug gehalten und diese CNC-Fräsen sind für uns so ein bisschen die Arbeitserleichterung, wenn es um den Einkauf geht. Wir hatten Lieferschwierigkeiten, Terminware war immer ein bisschen kritisch, Qualität war immer so eine Geschichte, wo wir sagen wollten, wir wollen uns irgendwo noch verbessern. Und jetzt haben wir gesehen, wir können unseren Fahrzeugrahmen aus einem vollen Metallteil herausfräsen. Das hat den großen Vorteil, dass wir für den Kunden natürlich sehr viele Schweißnähte sparen und damit auch Wartungskosten. Und in dem Zusammenhang haben wir dann natürlich eben die CNC Maschinenpark eigentlich hier komplett angeschafft und auch, ich glaube, mittlerweile 25 Mitarbeiter, die diesen Park betreuen. Und diese Maschinen laufen rund um die Uhr und fräsen aus Vollstahlmaterial verschiedene Bauteile. Also wir haben zum Beispiel Sitzbügel, die wir da rausfräsen und da haben wir natürlich den großen Vorteil, wir müssen sie nicht jährlich prüfen. Normalerweise, wenn du eine Schweißnaht irgendwo an einem Achterbahnzug hast, muss die jährlich geprüft werden. Heißt, den kompletten Achterbahnzug auseinanderzunehmen und dann jede einzelne Schweißnaht mit einem Ultraschalltest und mit einem Risstest einmal prüfen und dann die ganze Achterbahn wieder zusammenbauen. Und bei unseren Bauteilen ist es so, du prüfst die Schraubverbindungen, die da noch da sind, aber der Rest, das ganze Bauteil, das eben aus diesem Vollstahl hergestellt wird, da passiert nichts. Okay, also auf lange Zeit weniger Arbeit. Genau, also wirklich eine langfristige Geschichte, damit wir eben auch Produkte anbieten können. Wir haben es mit der Eurosat gesehen, die war sehr, sehr alt, dass wir da eben relativ wenig Wartungskosten haben und natürlich Ersatzteile auch relativ im kleinen Rahmen haben. So, jetzt bei uns in der GfK-Abteilung ist gerade ziemlich viel los für Projekte, die wir jetzt nicht wirklich euch zeigen können. Deswegen stehen wir bei uns hier in unserem Archiv, wo sämtliche Miniaturmodelle
nochmal aufgebaut sind, die wir für Attraktionen genutzt haben, um dem Designer ein bisschen an die Hand zu geben, wie schlussendlich Ihr Fahrgeschäft im Großen und Ganzen aussieht. Das ist einmal hier zum Beispiel Monsieur Cannibal in Efteling. Wir haben hier das Boot, das wir im Zoo Emmen einsetzen, Madame Tussauds, einen klassischen Dark Ride, aber natürlich, worüber wir uns immer sehr freuen, ist, wenn wir ein Projekt für die Legoland-Parks haben, dann bekommen wir immer solche kleinen Lego-Modelle, anhand derer wir natürlich dann das Fahrzeug dann gestalten dürfen. Hat den großen Vorteil, schön viele glatte Flächen, da ist nicht so viel Aufwand dabei. Das Aufwendige sind dann hauptsächlich solche Reliefs oder wenn es dann um Echtholzmaterialien geht, eben da immer die Fasern rein zu fräsen und so. Da geht dann sehr viel Arbeitszeit drauf, aber bei solchen glatten Flächen, da ist es dann deutlich einfacher. Ja, wir können euch ziemlich viel zeigen, nur den Geruch den kann ich nicht zeigen. Warum riecht es denn überhaupt hier so? Ja, wir sind jetzt in der Glasfaser-Kunststoffwerkstatt. Heißt, wir arbeiten mit Glasfasern, die eigentlich die komplette Struktur unserer Fahrzeuge dann dem Kunden nochmal widerspiegeln. Also aus diesen Glasfasern werden irgendwann mal Holzimitate, werden Boote gebaut. Und das ist das Material, das irgendwie natürlich an unseren Metallträgern befestigt werden muss, aber auch irgendwie zusammenhalten muss. Und dementsprechend streichen wir das mit Epoxidharz ein und das ist der Geruch, der eben gerade hier in der Luft liegt. Haben unterschiedliche Materialien an Glasfasern. Wir haben einmal hier eine relativ feine Struktur, wenn es wirklich darum geht, sanfte Übergänge zu schaffen und wirklich in die Details reinzugehen. Wenn wir jetzt eine Fläche haben, wo die Leute drauf sitzen oder wo sie drauf stehen, dann haben wir ein sehr grob gestricktes Glasfasermaterial, wo eben mehr Belastung auch abgegeben werden kann. Und das sehen wir jetzt gerade hier im Hintergrund. Wir haben auch noch ein paar Aufträge vom Europapark gerade hier für die Instandsetzung und da haben wir eben verschiedene Fahrzeuge, die wir gerade hier verarbeiten. Wir stehen jetzt hier vor der Biegemaschine. Maximilian, kannst du uns erklären, wie das genau funktioniert? Ganz genau werde ich euch die Tricks nicht verraten, aber im Großen und Ganzen geht es darum, wir haben hier eine sehr, sehr schwere, sehr, sehr große Biegemaschine, in die unsere Stahlrohre eingelegt werden. Das sind immer so um die 10 Meter lang, damit wir sie später auch in Seefrachtcontainer gut reinpacken können. Und die Rohre werden jetzt, also das mittlere Rohr ist feststehen, die anderen zwei drücken dann links und rechts neben dieses mittlere Rohr und biegen dann Schritt für Schritt den Radius dieser Achterbahnschiene rein. Ist noch ein sehr manueller Prozess, sprich der Kollege geht jetzt gerade hin, misst dann wieder so einen Meterabschnitt und dieser Meterabschnitt hat einen gewissen Radius in unserem Biegeplan und den versucht er jetzt eben immer in diesem Meterabschnitt darzustellen und das ist jetzt ein Prozess, da geht die Schiene immer vor, zurück. Das findet jetzt gerade in einem sehr flachen Teil statt. Wir haben dort hinten aber auch noch eine Drehmaschine, die das Rohr dann in sich nochmal verdrehen kann. Und so bekommen wir dann natürlich die dritte Dimension auch noch rein, dass die schön geschwungen ist, die Schiene, wenn wir irgendwie um unsere Kurven fahren. Ein ganz besonderer Funfact, die Schienen, die wir jetzt hier produzieren, wir haben ja bei der Dreigurtschiene meistens 3 Rohre. Dieses Rohr gibt es so in der Achterbahn nicht nochmal, weil durch sämtliche Kurven und Radien haben wir immer eine gewisse Verjüngung in den Kurven und jedes einzelne Kurvenrohr ist tatsächlich ein Unikat. Egal an welcher Stelle, ist es immer ein Unikat, nicht ein Einzelstück, das wir produzieren. Wir sind jetzt in der nächsten Halle und was genau passiert hier? Hier wird aus dem einzelnen Rohr, das wir da drüben gesehen haben, in der Biegemaschine jetzt eine komplexe Schiene. Wir sehen hinten schon die Rohre, wie sie dann aus der Biegemaschine hier rübergebracht werden. Das ist so unser Lagerregal dort hinten. Und hier werden eben dann die kompletten Schienen zusammengesetzt. Wie wir das machen, dürfen wir euch leider nicht zeigen. Das
alles hinter der Kamera, also hier drüben werden die Schienenrohre mit dem Mittelsegment zusammengesetzt. Hier drüben wird die Schiene zurechtgeschnitten und am Ende kommt sie so aus diesen Maschinen heraus. Und genau das können wir euch noch zeigen. Wir sind jetzt hier draußen auf dem Betriebshof und hier ist ein bisschen was aufgebaut. Kannst du uns erklären, was ihr hier macht? Tatsächlich kommt da noch mehr dazu. Wir bauen da drüben auch noch einen ganz großen Pool und einen Splash auf, aber das ist wahrscheinlich für die Winterzeit geplant. Das, was wir jetzt sehen, sind 1, 2, 3, 4 Testgebiete in einem. Einmal haben wir auf der linken Seite das Rocking Boat. Da können wir so ein kleines Bötchen schön über unsere Schiene fahren lassen, das Ganze angetrieben mit einem Motor an Bord und LIM-Antrieb, also richtig cool. Da wird es auch bald ein Projekt geben, kann ich ja schon so weit verraten. Dann haben wir unseren Arthur-Testzirkel da oben hängen. Der wurde genutzt, um einfach mal unser Arthur-Fahrsystem zu testen, gerade bei Witterungseinflüssen im Außenbereich. Man sieht auch, die Steigung ist ein bisschen steiler als im Europapark oder bei der Bahn in Abu Dhabi. Also da haben wir so richtig Gefälle drin, um mal das Maximum auszureizen. Dort hinten haben wir noch ein paar Kanonen von einem Boat Blaster. Das ist das braune Fahrzeug dort hinten. Da findet sonst immer eine Fontänenshow statt, um einen Langzeittest für solche Kanonen durchzuführen. Und schlussendlich haben wir unten das Ganze noch in einem Pool drin stehen und dieser Pool ist dazu da, um Boote zu testen. Also immer wenn wir ein Boot bauen, bringen wir es hier mit dem Kran einmal ins Wasser und schauen, dass es auch schwimmt. Genau. Und das Ganze findet hier so kurz vor unserem Stahllager statt, auf unserem Parkplatz und wird eben noch erweitert dann im Winter durch einen sehr, sehr großen Splash und auch nochmal so eine Art Auslaufzone für ein Boot. Und da lasst ihr dann Boote durchfahren und splashen. Ganz genau. Also dieses Rocking Boat, das kann nicht nur lustig im Wasser so ein bisschen seicht fahren, sondern wir können da auch Props mitfahren, aber eben um dieses ganze System einmal in echter Kulisse fahren zu lassen, bauen wir hier uns einen eigenen Drop auf, glaube ich auch so mit 10 Metern oder so. Okay. Ja, blöd. Januar, Februar, ich glaube, da wird es wenig Mitarbeiter geben, die da freiwillig mitfahren, aber ich setze mich dann schon mal rein. Und dann aber du hast dann einen Count mehr. Ich habe dann einen Count mehr. Ich trage auch immer die ganzen Counts hier noch zusätzlich ein. Ja. Da müssen wir nochmal rumkommen. Genau. Also jetzt hier unser wirklich Prototyp vom Rocking Boat. Da gibt es 2 Besonderheiten. Einmal haben wir oben natürlich ein Watercoaster-Boot momentan noch drauf installiert. Das wird am Ende so nicht sein, logischerweise, weil der Kunde sich natürlich auch ein anderes Format wünscht. Und wir haben auf der Unterseite unser Antriebsstrang, der ist hier noch als Reibblech ausgeführt und mit einem Motor. In der finalen Version werden wir dann LIM-Antrieb dafür verwenden. Das wird dann ein bisschen technisch aufwendiger, aber deutlich angenehmeres Fahrgefühl mit sich bringen. Ja. So, das ist jetzt unser eigentlich Messesitz. Das ist ähnlich wie der Testbereich, merke ich gerade, den wir draußen haben. Wir vergewaltigen wirklich unsere Aufbauten für die verschiedensten Tests. Es war einmal unser Messesitz 2007, wo wir damals den Bluefire vorgestellt haben und zum ersten Mal eigentlich die Passagiere nur mit Schoßbügeln in einem Looping gehalten haben. Jetzt mittlerweile benutzen wir es, um zu testen, wie wir den Sitz modifizieren können, um andere Größen an Kindern zum Beispiel in den Sitz reinzubekommen. Wir haben hier auf der Seite, hier mit Tape, relativ einfach und günstig, meine Situation nachgestellt, wie wir den Sitz zum Beispiel verjüngen können, dass wir mehr Personen nebeneinander setzen können und haben dazu aber auch ein anderes Rückenprofil eingesetzt. Also das Bluefire-Profil geht ja hier so ein bisschen nach vorne, der Arthur hat ein relativ offenes Rückenteil und da versuchen wir halt ein bisschen zu spielen und zu gucken, wie wir da am besten unsere Achterbahn weiterentwickeln können, damit wir auch mehr Passagiere in einen Zug zum Beispiel reinbekommen. Ja, wir waren jetzt gerade noch in der Lackiererei, da konnten wir so 2, 3 Sachen vielleicht filmen, weil den Rest nicht. Alles noch geheime Projekte, die dürfen wir nicht zeigen und auch nichts darüber erzählen und deswegen habt ihr jetzt einen kleinen Einblick bekommen und vielleicht nimmst du die Kamera nochmal mit rüber, machen wir direkt weiter. Dann, genau, wir haben jetzt gesehen, wie die einzelnen Prozesse überall sind und wie kommt das nachher alles zusammen? Genau, also
Was uns natürlich ein großer Teil, der uns jetzt noch fehlt, ist unser Standort in Herbolzheim. Dann werden die Fahrzeuge zusammengebaut, sprich da kommt das GfK aus der GfK-Abteilung, die ganzen geschweißten Bauteile zusammen. Die lackierten Bauteile kommen dort zusammen und werden dort eben als Achterbahnfahrzeug zusammengebaut. Das ist ein bisschen traurig, dass wir das nicht mehr hier am Standort haben, weil es natürlich das Produkt selbst an sich ist, dass der Kunde dann, wenn er in den Achterbahnzug einsteigt, auch immer sieht. Da sind wir ein bisschen daran geschuldet, dass wir eben die Platz hier nicht mehr ausreicht für solche großen Projekte. Dort machen wir auch Schienenendmontage, also da werden auch zum Beispiel die Schienen für einen Launch-Abschnitt oder für einen Bremsrahmen zusammengebaut. Lift ist auch so ein Thema. Immer wenn wir einen Lift bauen, bauen wir den hier schon relativ weit vor, damit wir an der Baustelle die nur noch zusammensetzen müssen. An der Schiene brauchen wir nicht so viel dran rumfriekeln. Das sind 10 Meter Schiene, die wir dann einfach nur noch auf die Stütze draufsetzen. Die gehen von hier zum Lackierer. Also wir lackieren hier nur die Fahrzeugbauteile, die Schiene wird nochmal extern lackiert und von dort geht sie dann in Container direkt zum Kunden. Genau. Aber das ist eben unser großer Nachteil mit 2 Standorten, dass wir nicht 2 Standorte gleichzeitig besuchen können. Ja. Aber ja, jetzt beim nächsten Mal kommt ihr wieder vorbei, dann gehen wir nur noch Da gibt es Teil 2. Perfekt. Ja, ich melde mich ganz zum Ende auch noch mal ganz kurz hier. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour. Und ja, Maximilian, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier rumgeführt hast, dass du uns hier alles gezeigt hast. Das war unglaublich interessant. Das war, glaube ich, auch schon länger so ein bisschen ein Traum von uns, hier mal zu gucken, weil ja, wir sind Achterbahnfans. Ich bin mit dem Europapark aufgewachsen und deswegen ist es sowieso für mich was ganz Besonderes. Ich bin ein großer Blue Fire Fan. Und ja, schön zu sehen, wie das entsteht. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Es war interessant, aber davon gehe ich aus. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, nächstes Mal Teil 2 aus Herbolzheim. Herbolzheim wird kommen, absolut. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.